Wer Wissenschaft betreibt, sucht eine neue Erkenntnis, die ihm bislang fehlt. Somit ist Wissenschaft eine zielorientierte, aber ergebnisoffene Aktivität. Man kann nicht vorhersehen, ob das inhaltlich erwartete oder erwünschte Ergebnis tatsächlich erreicht wird. In hochschulischen Arbeiten wird indes oftmals ein Praxisziel angestrebt, nicht ein Untersuchungsziel. So soll ein Businessplan erstellt oder eine Kampagne entworfen und gestaltet oder gar eine Konzeption erarbeitet werden. Aber damit wäre nicht eine neue Erkenntnis, sondern eine Art Produkt, etwa eine Handlungsanleitung oder eine Maßnahme als Ziel definiert. Insofern sei hier der mancherorts vorzufindenden Praxis widersprochen, eine wissenschaftliche Arbeit müsse zwar nach wissenschaftlichen Qualitätskriterien erstellt werden, brauche selbst aber keinen substanziellen Beitrag zur Forschung zu leisten. Wissenschaft muss immer ergebnisoffen agieren. Das ist bei den eben genannten vorab definierten Praxiszielen nicht möglich, denn da soll was Konkretes gemacht werden. Da muss am Ende ein Konzept oder ein funktionierendes Produkt auf dem Tisch liegen. Und dann oft noch gemäß externer Vorgabe. Das ist der Unterschied, den wir betrachten müssen. Den wissenschaftlichen Charakter kann man aber sicherstellen, wenn man sich eben nicht die eigentliche Konzeption oder Gestaltung als Ziel setzt. Stattdessen wird man die wissenschaftliche Prüfung der für eine solche Konzeption oder Gestaltung gewünschten oder denkbaren Mittel und Rezepturen als Untersuchungsziel festlegen. Die Abbildung soll das deutlich machen. Was leistet die Wissenschaft? Was ist für die Praxis daraus zu entnehmen? Dies zu trennen, belässt dem Forschenden die Freiheit der Wissenschaft. Er kann dann gegebenenfalls auch zu dem Ergebnis kommen, dass einige der von den Praktikern vielleicht bevorzugten Mittel und Rezepturen als für den konkreten Anwendungsfall wenig hilfreich zu beurteilen sind. Eine wissenschaftliche Arbeit wird also nicht immer ein in den Augen der Praktiker, der Auftraggeber, positives Ergebnis liefern, nämlich das, was sie sich erhofft hatten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist jedes methodisch und qua Vorgehensweise sauber zustande gekommene Ergebnis aber stets ein positives Ergebnis, da ein fundierter Erkenntnisgewinn. Und dieses Ergebnis wird auf jeden Fall nützlich sein für die Praktiker. Es kann womöglich Schaden für die Praktiker abwenden oder vermeiden helfen. Insofern wird eine wissenschaftliche Arbeit sozusagen im Vorfeld zwar einen wertvollen Beitrag für ein Praxisziel leisten, kann jenes Praxisziel nicht selbst realisieren wollen. Dass das Untersuchungsergebnis für nachgeordnete Praxisziele nutzbar gemacht werden kann, ist dabei nicht ausgeschlossen. Das ist ja auch die Intention. Die formulierte Zielsetzung einer wissenschaftlichen Arbeit gibt aber eben nicht das resultierende Praxisergebnis als Ziel an, sondern das resultierende Untersuchungsergebnis, die Vorprüfung sozusagen der Arbeit. Diese Argumentation erfreut nicht jene, in deren Studiengebieten stets das praktische Ergebnis einer Problemlösung als primär angesehen wird. Doch wäre es nicht vorstellbar, die eigene Wirklichkeitsvorstellung einmal auf das hier vorgetragene primär wissenschaftlich orientierte Vorgehen umzustellen und das praktische Ergebnis eher als Addendum, als Anhang oder als mögliches Beispiel einer Umsetzung der wissenschaftlichen Prüfungsergebnisse zu behandeln? Damit könnten auch all die berufsbegleitenden Studierenden vielleicht gut leben, die für ihren Arbeitgeber etwas untersuchen wollen und der eine Praxislösung von ihnen erwartet. Denn wenn die wissenschaftliche Erarbeitung der Chancen und Risiken im Vordergrund steht und wenn somit noch Optionen offen bleiben, wie für die Praxisanwendung selbst nun weiter vorgegangen werden könnte, dann hätte der Arbeitgeber selbst mehr Entscheidungs- und Handlungsspielraum, und das will er nämlich haben, als wenn er ein akribisch festgestelltes Konzept oder Produkt oder Umsetzungsmodell gutheißen muss. Die meisten Arbeitgeber lieben es bekanntlich, selbst aussuchen und Entscheidungen zur Umsetzung treffen zu können, anstatt fertige Handlungsprozesse zu übernehmen.